Hallo liebe Community, nun ist 2022 vorbei. Doch in 2022 haben wir fleißig gelernt und viel erlebt. Denken wir doch nur mal an all die schönen Dinge. Angefangen hat alles mit dem Abiball. Dann ging es auf das erste Date mit ihr. Doch selbst der Weg dahin war ein Abenteuer. Angefangen mit dem Richten. Dann die Zugfahrt. Wisst ihr noch? Ich war so nervös, dass ich keine Fahrkarte gekauft hatte. Doch dann ging es endlich zum Date. Dort hatten wir viel Spaß. Doch bei einem Date blieb es nicht und nach einiger Zeit wurden wir ein Paar. Und dann kam er, der Tag, an dem wir ein Paar wurden. Aber auch das war nicht so einfach, wie es scheint. Denn Paul wollte das verhindern und schikanierte unsere Treffen. Doch auch als wir ihn zur Rede stellten, hörte es nicht auf. Aber später mehr dazu. Von Einkaufen bis zu Kinobesuchen war alles dabei. Doch die Krönung waren die letzten 2 Monate, in denen ich mit Maria im Urlaub war und mit meiner Familie Weihnachten feiern durfte. Ich erinnere mich noch ganz genau an den warmen Sandstrand in Mallorca und das köstliche Weihnachtsessen. Im Urlaub durften wir auch Tobi kennenlernen, der jetzt ein guter Freund ist. Mann, war das eine schöne Zeit. Doch wie vorhin schon mal erwähnt, ließ uns Paul auch nicht im Urlaub in Ruhe. Ich hatte 2 Tage lang Sonnenbrand wegen ihm. An Weihnachten aber passierte etwas Komisches. Paul kam und entschuldigte sich bei uns. Ich war sehr überrascht, aber es hat mich dennoch gefreut. Und so wurde das Jahr 2022 doch noch mit einem Happy End beendet. Ich möchte mich bei euch allen für dieses tolle Jahr bedanken. Danke für die tolle Unterstützung in den Kommentaren. Es ist schön, euch helfen zu können. Auf das Jahr 2023 freue ich mich auch sehr, denn dort werden wir alle fleißig weiterlernen. Und damit euch allen einen guten Start ins neue Jahr. Euer Christian.